Hallo zusammen. Mallorca gehört für viele Menschen zu den schönsten Orten Europas. Sonne, Meer, mediterranes Klima, kurze Flugzeiten nach Deutschland und für viele auch der Traum vom Ruhestand. Aber genau hier stellt sich eine entscheidende Frage. Kann man sich Mallorca langfristig überhaupt noch leisten? Denn der Traum endet nicht beim Flug. Der beginnt erst mit dem Alltag. Viele Menschen rechnen nur die Miete oder den Kaufpreis einer Wohnung. Dabei sind das nur zwei Bausteine. Ein realistischer Finanzplan besteht aus viel mehr. Lebenshaltungskosten, Krankenversicherung, Steuern, Inflation, Rücklagen und natürlich unerwartete Ausgaben. Gerade die Inflation verändert langfristige Planung. Was heute ausreicht, kann in 10 Jahren deutlich weniger Kaufkraft haben. Deshalb sollte jeder Ruhestandsplan Reserven enthalten. Nicht nur für schöne Zeiten, sondern auch für schwierige Jahre. Mallorca ist außerdem kein steuerfreier Ort. Wer seinen steuerlichen Wohnsitz nach Spanien verlegt, sollte sich frühzeitig mit Einkommensteuer, Vermögen und Doppelbesteuerungsabkommen beschäftigen. Die genauen Auswirkungen hängen immer von der persönlichen Situation ab. Hier lohnt sich professionelle Beratung. In den Balearen wurden die Regeln zur Vermögenssteuer zuletzt mehrfach angepasst. Für viele Vermögensinhaber gelten inzwischen deutlich höhere Freibeträge als früher. Gleichzeitig bestehen bei größeren Vermögen weiterhin steuerliche Pflichten. Ein weiterer Punkt sind die laufenden Kosten. Lebensmittel, Restaurants, Versicherungen, Nebenkosten, Mobilität und natürlich die Miete. Mallorca ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Gerade in Palma und beliebten Küstenregionen ist bezahlbarer Wohnraum schwieriger geworden. Deshalb würde ich niemals den kompletten Ruhestand auf Kante planen. Mein persönlicher Grundsatz wäre, lieber etwas weniger ausgeben, dafür dauerhaft ruhig schlafen. Ein weiterer Punkt wird oft vergessen: der Notfallfonds. Was passiert bei einer größeren Autoreparatur, bei einer Zahnbehandlung oder wenn plötzlich ein Familienmitglied in Deutschland Unterstützung braucht? Genau deshalb würde ich immer mindestens 6 bis 12 Monatsausgaben als Reserve bereithalten. Auch digitale Nomaden, die später dauerhaft auf Mallorca leben möchten, profitieren von dieser Denkweise. Denn finanzielle Freiheit bedeutet nicht, möglichst viel Geld auszugeben, sondern möglichst lange unabhängig zu bleiben. Ich glaube sogar, dass Minimalismus dabei hilft. Keine übergroße Wohnung, kein ständiger Konsum, keine Statussymbole, sondern ein einfaches, bewusstes Leben. Vielleicht ist genau das die Zukunft. Nicht immer größer, sondern sicherer. Mallorca bleibt für mich eine fantastische Insel. Aber ich würde niemals nur wegen der Sonne auswandern. Ich würde zuerst rechnen, dann planen und erst danach entscheiden. Mein Fazit: Mallorca kann ein wunderbarer Ort für den Ruhestand sein, aber nur mit einem realistischen Finanzplan. Denn die schönste Aussicht hilft wenig, wenn das Budget jeden Monat kleiner wird. Freiheit entsteht nicht durch Wunschdenken, sondern durch gute Vorbereitung. Was denkt ihr? Könntet ihr euch einen Ruhestand auf Mallorca vorstellen? Oder wäre euch das finanzielle Risiko inzwischen zu groß?
Schreibt es gerne in die Kommentare.